Erstaunlicherweise sagen das echt viele Leute, dass sie den FEC aussetzen. Trotzdem spielen jedes Jahr noch mehr Leute den FEC. Das heißt, entweder spielen einfach jedes Jahr mehr Leute Flive oder irgendwann werden die Leute dann doch wieder schwach. Eins von beiden. Ich habe das jetzt schon echt oft gehört, dass die Leute angeblich nicht spielen. Aber das ist der vollste FEC aller Zeiten. Mit Abstand gefühlt sogar. Ich weiß nicht, wie es auf LaWolf aussieht. Mein Borodeng ist jetzt nicht der beste Maßstab, weil es nicht mal ansatzweise der größte Server ist. Richtig gut müsste man es auf LaWolf abschauen können, weil LaWolf ist ja selber riesig, fast so groß wie FEC. Im Normalbetrieb zumindest. Heißt also, wenn dort noch richtig viel los ist, könnte schon sein, dass einfach wirklich selbst non-FEC aber tausende Leute jeden Tag Flive spielen. Und höchstwahrscheinlich ist das sogar so, weil ich meine, wir haben echt viele Server. Es wird wahrscheinlich sogar so sein. Also Flive on the rise. Flive is back, baby. Jetzt müssten sie nur noch aufhören, Werbung zu schalten, wo Flive drin steht und dann... Wenn die nicht 20 plus Channel hätten, hätte ich safe gequittet. Ja, das war eine gute Idee. Aber gut, das haben wir auch schon seit Jahren gefordert. Also das haben wir jedes Jahr gesagt, dass sie so viele Channel brauchen für so viele Leute. Und sie haben es endlich eingesehen. Ich meine, offensichtlich haben sie sich zumindest ein paar der Gründe angeguckt, warum die Leute jedes Mal beim FEC dann doch relativ schnell wieder die Flinte ins Korn werfen. Letztes Jahr waren es die Lags. Und auch, dass es so voll war. Also, dass es so voll war, war immer nervig. Also, ein paar Sachen haben sie sich ja zum Glück mal angeschaut. Ob man da mal was machen kann. Aber ist ja auch wichtig. Ich meine, du musst halt immer so sehen, wenn dein Game eher am, sag ich mal, am absteigenden Ast ist, dann ist es wahrscheinlich relativ egal, wie du damit umgehst, weil es interessiert sowieso keinen. Also die Leute, die spielen, spielen sowieso. Ob du denen jetzt dann noch ins Gesicht spuckst oder nicht, ist wahrscheinlich schon fast egal, weil die sind so süchtig. No front. Die sind so süchtig, die spielen sowieso. Das ist dann schon gar nicht mehr so wichtig. Da verlierst du dann vielleicht in der Woche 5 Spieler aufgrund schlechter Entscheidungen. In Summe fällt es aber nicht wirklich so gigantisch ins Gewicht. A.k.a. so wie es bei Flive PC war. Das war wahrscheinlich die frühere Einstellung. So hat es sich zumindest angefühlt. Aber jetzt ist es halt so, wenn du willst, dass das Game wächst, dann kannst du halt nicht unendlich lange die gleichen Fehler machen. Ich meine, manche Sachen sind anscheinend leider unvermeidbar, wie Portbugs. Ich denke, wenn sie das einfach so fixen könnten, hätten sie es schon längst getan. Aber andere Dinge, bei denen man ja schon was machen kann, auch wenn es jetzt teilweise leider immer ein bisschen länger dauert, haben sie es ja trotzdem jetzt, oder schaffen sie es in der Regel irgendwann mal zumindest, es zu verbessern. Spätestens halt immer im Jahr drauf oder so. Und das ist halt zumindest mal ein Lichtblick. Ach so. Nice. E-Sportler Dad. Also wenn Sie wollen, dass der FEC weiter wächst oder Flive Universe generell, müssten Sie auf jeden Fall gucken, dass Sie das so beibehalten. Jedes Jahr ein bisschen besser, was eh schon traurig ist, wenn du sagst, jedes Jahr. Die Anforderungen an Flive sind halt echt nicht hoch. Und ich glaube auch ein Grund, warum es so gut läuft, ist, weil sie wirklich extrem aggressiv Marketing machen. Die haben ja, also das kann man ja nachschauen, die haben auf YouTube und Facebook und so, da laufen halt die ganze Zeit, da laufen 30 Werbekampagnen zeitgleich. Also die schalten halt wirklich gottlos viel Werbung. Also ich müsste mal nachgucken im Geschäftsbericht, ob man das irgendwo nachvollziehen kann, wie viel sie ausgeben für die Werbung. Aber die schalten wirklich gottlos viel Werbung.
Das haben die früher so auch nicht gemacht. Die haben zwar immer Werbung geschaltet, aber halt nur so ein bisschen. So viel, wie sie zurzeit schalten, ist wirklich crazy. Und es sagen ja auch immer wieder Leute. Ich habe es auf Facebook gesehen, ich habe es auf Instagram gesehen. Und so weiter. Erreicht schon viele Leute, die Werbung. Auch wenn sie nicht sehr gut ist meistens. Aggressives Marketing des Todes. Kannst du einfach joinen, Olaf. Aber Cooldown ist eh noch nicht over, oder? 1 Minute noch.